Hallo AFOPs, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Marco. Und ich bin der Niklas. Und heute geht es um das erste Star Trek Gadget, um einen klingonischen Dolch. Ja. Wie spricht man es aus? Also mein Klingonisch ist nicht besonders gut. Ich hätte jetzt gesagt Tag oder sowas. Tag, guten Tag quasi. Ja, genau. Ein Dolch mit einem Play-Feature. Jawohl. Ja. Ihr seht hier dieses kleine, unscheinbare Teil. Man schiebt es nach oben und diese seitlichen Klingen, ich sag mal, die Parierstange klappt aus. Ich glaube, in der Serie geht es dann eher so, tschack, geht es dann so ganz schnell auf. Wie so ein Klappmesser halt. Wie so ein Klappmesser, genau. Sowas haben wir nicht, aber man kann es aufschieben. Jawohl, wenn man es hier wieder zurückschiebt, folgt das nicht. Das muss man dann schon so machen. Das ist also ein Aufklapp-Play-Feature, kein Zuklapp-Play-Feature. Aber schick sieht er aus. Und was ich an dem Set mag, neben vielen anderen Dingen, das ist jetzt kein Teil, das man in jedem Noppenstein-Set verbauen kann. Nee, weniger. Aber hier passt es hin. Da passt es sehr gut. Ist hervorragend. Hier passt es einfach mal hin. Jawohl. Du bist doch der Fachmann. Wo hat man diesen Dolch schon mal gesehen in den Serien? Fast überall. Fast überall, okay. Also wo Klingonen auftauchen, kommt das Ding eigentlich vor. Also sie tragen es zumindest immer bei sich. Das ist irgendwie so ein also jeder Klingone hat so einen Dolch. Seinen persönlichen Dolch, der normalerweise auch das Zeichen vom Haus hat und irgendwelche persönlichen Insignien vielleicht nochmal. Und den kriegen sie bei einem Ritual wird er den so zeremoniell gegeben. Bei einer Hochzeit wird er zeremoniell dem anderen Haus gegeben, dass man diesem Haus beitreten möchte. Also man kriegt natürlich wieder, weil wie gesagt, jeder Klingone ist das. Wer den Dolch auch verliert, der wird entehrt, der verliert seine Ehre. Für mich als Fantasy-Fan höre ich da raus, das ist ein Ritualdolch. Ganz hervorragend. Ja, aber natürlich auch ein Dolch, der im Kampf genutzt wird. Ja. Also die kämpfen auch damit. Kirks Sohn ist damit leider erstochen worden. Oh. Zum Beispiel. Aber für Attentate wird er auch gerne benutzt. Das machen natürlich nur die unehrenhaften Klingonen, weil man weiß, ein echter Klingone würde niemals jemanden hinterrücks erstechen. Wir haben hier jede Menge Flat Silver Elemente. Ne? Das ist kein hellgrau, kein light bluish gray, das ist Flat Silver. Also ein bisschen metallisch. Ja. Passt sehr gut. Schwarz und Dark Brown natürlich, wie sich das gehört. Und kann man hier so auf den Stand draufsetzen. Zumindest locker. Hier haben wir auch den einzigen Print. Genau. Das Typschild, um was für ein Gadget es sich handelt mit dem Namen. Ja, ich erinnere mich vor allem an eine coole Szene mit so einem Dolch. Ja, ich wusste, dass du da bekommst. Die erste Folge, wo Worf auf Deep Space Nine ankommt, müsste das sein. Ja. In Quarks Bar. Genau. Da nimmt er doch jemandem diesen Dolch ab. Ja, dem Sohn von General Martok, wenn ich mich nicht vertue. Weil er herausfinden will, warum die Klingonen überhaupt auf der Station sind. Ja, und der macht Stunk, der macht Stunk mit Quark und Worf sagt jetzt, mach mal langsam und dann greift er ihn an und Worf schlägt ihn nieder und dann ist der andere so dumm und zieht seinen Dolch, was jetzt gegen Worf auch nicht immer funktioniert. Nee, nicht unbedingt. Da verliert er ihn ja auch und damit halt seine Ehre. Ja, und dann kommt Martok zu Worf in die Kabine und will den Dolch wieder haben und Worf gibt ihn ihm einfach, weil jetzt bist du ja da, jetzt können wir ja reden. Ja, der Worf, der hat's schon drauf. Oh ja. Prima, ist ein schickes kleines Set mit einer schicken kleinen Anleitung, wie man es kennt. Die Farben der vorherigen Bauschritte sind immer noch zu sehen, sind ein bisschen verblasst. Die Farben des aktuellen Bauschrittes sind vollfarbig gut zu sehen. Teilekästen und so weiter einfach zu bauen. Und entsprechend sieht auch der Karton aus. Ja, Klingon-Tag. 280 Teile. Fass doch mal kurz zusammen. Mache ich. Das ist ein Bluebricks Pro mit der Setnummer 104173.
280 Teile, hast du gerade schon gesagt, für 22,95. Ist 33 Zentimeter lang, also der Dolch selber. 8,2 Zentimeter breit, wenn man den Stand als Referenz nimmt. Ja. Und 9,5 Zentimeter hoch, also wenn er jetzt hier so auf dem da Stand so steht, drauf jawohl. ist. Und ist eigentlich entspanntes Bauen. Ja. Ja. Entspanntes Bauen. Genau. Ist eins von 4 Gadgets der ersten Star Trek-Welle. Wir haben noch den Typ 2 Phaser aus Kirks Zeit, aus der originalen Serie. Wir haben den Typ 2 Phaser der Next Generation. Mittlerweile habe ich auch gelernt, dass der Typ 1 Phaser dieses kleine Etwas ist, was da so oben drauf ist und dass man das irgendwie bei der Originalserie ist es dieses schwarze. Ich meine, es wäre hier auch so gewesen. Ja, das ist irgendwie dann nur so ein ganz, ganz kleines. Genau. Typ 2 Phaser Next Generation. Und wir haben noch den Kommunikator aus der originalen Serie. Die Kommunikatoren Next Generation waren ja dann eher so. Ja, das ist dieses Badge, was Emblem. haben. Da sind die ein bisschen geschrumpft. Genau. Wenn Kirk irgendwo hochgebeamt werden wollte, musste er immer Tschick machen und dann. Genau, da hat er noch das Klapphandy quasi. Da hat er noch das Klapphandy, jawohl. Aber Klapphandy 1970. Ja. Ist schon. Die waren sehr weit. Ist schon nicht schlecht. Ja. Für heute war es das damit auch schon wieder aus dem Noppenstein-Studio. Gut, es sind ein paar Teile übrig. Auch der Einzelnoppen, das Einzelnoppen-Tool und 2, 3 Einzelnoppen sind dabei. Ganz normal. Und ja, wie gesagt, für heute war es das von Deep Space Nine aus dem Noppenstein-Studio. Ihr wisst ja, Noppensteine kann man nie genug haben. Und demnächst gibt es noch mehr. Viel Spaß beim Bauen. Viel Spaß. Ich meine, so ein Dolch und Nahkampf und so, das hat ja schon was. Ja. Aber wenn ich mir jetzt aussuchen müsste, mit was ich mich verteidige, würde ich dann doch eher was nehmen, mit dem ich ein bisschen mehr. Ja, ich auch. Ich würde dann doch eher so ein Also ich würde mich auch nicht mit dem Klingonen auf den Nahkampf einlassen. Ich würde mich mit dem Klingonen auf gar keinen Kampf einlassen. Deswegen. Machen wir nicht.